jetzt kommentieren wir Rennen 4, ne? Ja, wieder in voller Länge, also in fast voller Länge. 15 Minuten lang, das 20-Minuten-Rennen. Ja, los geht's. Let's go. Die Kite-Auswahl ist relativ gleich geblieben. Viele auf 7er, R1. Ja, ich bin dann von der Nova 6 doch wieder auf R1 V4-7 gegangen. Es war nicht mehr ganz so schlimm, vielleicht waren es 2-3 Knoten weniger. Ist schon schneller als eine Nova. Ja, man sieht jetzt auch wieder von allen einen relativ cleaner Start. Guck mal, wie Alex ganz vorne. Ja, Alex hat einen und super Erik. stark erwischt. Erik auch dabei. Er pusht seine 6er Nova richtig davor. Die zweite Nova ist, glaube ich, von Arjen, der war auch schnell dabei. Ja. Elias mit dabei. Du bist da noch hinter mir. Ja. Dein Start war nicht so gut. Ja, aber der Start war jetzt nicht so wichtig wie bei anderen Rennen. Also du hattest ja genug Möglichkeiten, wenn du schneller warst, irgendwo zu überholen. Ja, Elias vorne, dahinter kommt, glaube ich, der Chrissy, dann Daur, Erik. Da ist Joost auch mitgefahren mit der Spirit. Ja. Fahren beide ein bisschen anderen Kurs als wir. Da ist Elias schon vorne und da betteln wir uns. Ja. Da wollte ich ganz schnell vorbei, um vorne irgendwie wegzukommen. Oder nee, nicht wegzukommen, sondern Elias zu jagen. Oh, guck mal da. Ich glaube, das war das Rennen, wo ich das erste Mal Gewichte drauf hatte. Rennen 4. Ja, und das ist auch das erste Rennen, wo der Kurs hinten in der Ecke geändert wurde. Da wurde ja eine Schikane eingebaut. Genau, das hatte auf jeden Fall schon was gebracht, 5 Kilo. Jetzt man schon ein besseres Gefühl und ja. Ah, da ist Elias direkt von Anfang an vorne weggefahren, ne? Ja. So, dann kommst du, dann kommt Erik, dann komme ich. Genau, Chrissy, Chrissy. dann Bram und Arjen, Daur. Arjen kommt aber gerade nicht mehr vom Fleck. Also alles schon sehr eng beieinander. Alex hatte da hinten, glaube ich, einen Totalausfall, weil der Kite hinten am Flattern ist. Guck mal, wie der Erik mit dem eigentlich langsameren Kite da so vorbei. Ich glaube, das war der Arjen. Arjen. Ja. Stimmt, Erik ist ja weiter vorne. Ja. So, zweite Runde, auch Elias am Pushen. Ich habe auch mein Bestes gegeben, um irgendwie die Lücke zuzufahren. Ja, also der Kite von Martin geht nicht so richtig nach vorne, ne? Ja, das ist halt auch anders geshaped, als sage ich mal. Ja gut, das ist ja halt ein selbstgebauter Kite. Ich meine, dafür höchster Respekt, ne? Auf jeden Fall. Dann kam deinerseits dann nochmal Erik. Ja, guck mal hier, vorm Erik. So, und da jetzt wieder runter auf die lange Gerade. Und dann sieht da schon vom Shape her ein ganz anderer Kite zur Nova zu der 1, aber trotzdem. Ja, aber man war halt manchmal mit der R1 überpowered. Gerade hinten in dem Bereich, wo dann, jetzt wo die Schikane da neu war, waren es ja 3 Powerhalsen hintereinander. Auf jeden Fall. Und da hatte man natürlich sehr viel Seitenzug mit der R1.7. Ja, auf jeden Fall. Da hast du das natürlich schön ausnutzen können, wenn du einen kleinen Kite gehabt hast, ne? Ja, das ging einfach sicherer dadurch. Ja, jetzt sind wir da wieder im Schikanenteil. Ich bin ja nachher sogar
meistens ohne Downloop die Halse gefahren, sondern quasi die Anfängerhalse und einfach nur oben gedreht. Mhm. Ja, da war auch diese Vielleicht sieht man es jetzt näher. Ja, man sieht auch, war auch diese komische Kante, wo man drüber musste, also alles andere optimal. Ja, ich würde sagen, der Abstand ist relativ gleich geblieben zwischen Platz 1 und Platz 2. Ich habe es irgendwie versucht, aber es war, ja, es sieht ein bisschen näher aus, aber leider. Wer ist das denn da? Ach, das ist Erik. Erik 2. Genau. Erik 2 mit einer Yakuza oder? Nee, irgendwas sehr Kleines auf jeden Fall. Ja, der Abstand ist ein bisschen geringer geworden. Ich habe da irgendwie einen guten Weg gefunden, durch die Passage durchzukommen. Oh. Respekt, Erik ist wieder gut gefahren. Es war ja erst sein zweites Rennen überhaupt, wo er mitgefahren ist. Wollte ich gerade sagen, Audop das erste, jetzt auf Texte bei den Bedingungen mit dem Händelkeit. Respekt. Ja, alles relativ unverändert. Du auf Platz 3, Erik gefolgt, Platz 4. Da kommt Bram. Jo. Dann kommt Arjen, Chrissy, gefolgt von Daue. Und da kommt noch eine Nova. Ja, das müsste ja dann Matthias sein. Der M. Messias. Genau, über den gibt es auch mittlerweile einen Song. Wird immer bekannter, hat schon seinen eigenen Aufkleber hier und da. Der Typ ist echt der Knaller. Ja, aber du bist näher rangekommen. Ja, das war mit den Gewichten, ging es plötzlich, ganz komischerweise. Naja, das ging da, das war das Armwindstück zur Wasserkante. Ja, genau. Deswegen sah das auch gerade so langsam aus. Ja, Ja, klar. Jetzt ging es wieder vorne über das Downwindstück zurück. Ja, da hat er mit der 7er natürlich einen Vorteil gehabt. Ein Quadratmeter mehr war da schon viel. Ne? Ja, ich habe da wirklich alles aus der 6er irgendwie rauspushen können, aber man sieht, der Abstand wird irgendwie nicht weniger, ne? Ja, man sieht das, wie du kämpfst. Ne? Er fährt da ganz ruhig und du versuchst zu pushen. Ja, klar, man. Da komme ich auch an. Sieht man auch, wie der Buggy richtig am Wippen ist über die Bodenwellen und was für ein Sandflug da. Wie ich da angebremst habe. Ne? Ja. Ich glaube, jetzt sieht man, ja, jetzt genau sieht man, dass du das so gemacht hast. Ne? Ja. Das war einfach sicherer. Ja. Aber du bist trotzdem über diese Kante da drüber gerolbert. Ja, aber halt durch den, wenn man Downloop, eine Powerhalse quasi gemacht hat, dann bestand halt die Gefahr, weil da so viele Bodenwellen waren, dass man sich überschlägt. Ja. Ja, das war so ein bisschen jetzt der Faktor von der 6er. Die lässt sich einfach auch mit weniger Power drehen. Das hat man hier schon sehr gemerkt, dass man da... in dieser Kombination, da bist du rangekommen. Ja, ne? Das hat der 6er sehr gut gefallen. Gut, weil ich hatte ein bisschen weniger Druck, ich konnte ein bisschen besser wegdrücken. Das war dann schon, ja, der Angriff. Ja, du warst auf jeden Fall auch schon gut gepowert, wie man sieht. Aber es ging. Also ich fand, die ersten Rennen waren schlimmer vom Wind. Mhm. Obwohl es ja eigentlich über Tagesverlauf mehr werden sollte, ne, war es eigentlich ganz okay. Wenn der Strand ja, vielleicht war es auch so, dass man sich im Laufe der Zeit sicherer gefühlt hat, weil man sich dran gewöhnt hat. Ja gut, der Stand, der war halt ja, einfach nicht einfach zu fahren, sagen wir mal so. Ne? So, Arjen, der machte da eine kleine Driftshow. Guck mal, da kommt Alex. Alex van Knight. War leider noch nicht sehr oft im Bild. Ne, aber unser Teamkollege. Genau, ist er trotzdem noch gut gelaunt. Chrissy. Hat immer noch Zeit zu grüßen, ne? Jo. Obwohl er da so voll im Sandwich ist. So. Ah, die zuppeln ganz schön, die Kites da. Ja, es war schon ordentlich.
Aber wir können auch vorwegnehmen, während des ganzen Wochenendes ist ja keinem etwas passiert. Zum Glück. Sind ein paar Kites zu Bruch gegangen, ne? Ja, meinerseits lag auch schon mal außerhalb des Buggies im Countdown, aber ja. Ja, da konnte Elias sich wieder frei fahren. Es war manchmal nur Rundungen und so, war es nicht ganz so einfach, aber ja. Du wirst immer noch ein bisschen von Erik verfolgt, der nicht locker lässt. Mhm. Ja. Also Marie hat das wirklich sehr schön mit der Kamera da eingefangen. Definitiv. Sie da das ganze Rennen konstant gefilmt hat. Ja, hat sie gut gemacht auf jeden Fall. Super, ja. Hat man nichts zu meckern. So, da sieht man, dass Erik wieder rankommt. Das ist echt erstaunlich, was der mit der 6er Nova da Der kämpft auf den halt. Strand bringt. Ne? Das ist reinste Erfahrung und Können in einem. Mir war der Kampf nicht so wichtig, ein Platz mehr oder weniger, weil ich war ja vor dem Wochenende auf Platz 13 und somit nicht für die EM qualifiziert. Ja, aber du warst ja... mir war halt klar, ich muss jetzt nicht da um jeden Platz kämpfen, um unter die Top 10 zu kommen. Auf jeden Fall. Ne? Ja, deswegen bin ich da. Crash. Ich bin da nur auf sicher gegangen und wollte nur überleben. Das hast du getan. So, da sieht man Chrissy und Dauer im Zweikampf, beide auf einer 6er. Ja, aber unterwegs. Chrissy in der besseren Position. Eigentlich jetzt innen rein. Tut er, macht er, Ja. genau. Das geht Ja, man muss dazu sagen, dass sein Kite nicht optimal lief. Also ich Ja. weiß jetzt mittlerweile hat er ihn besser eingestellt. Definitiv. Ja, da war schon ein bisschen Sandflug unterwegs, ne? Da lugt er rum, der Elias. Mhm. Dann kommt. Ich glaube, da war Matthias gerade vor mir. Muss ich gucken, dass ich meinen eigenen Kite nicht mit abräume. Letzte Runde. Ja, genau, dann kommt Matthias mit der Nova. Genau. Überrundet. Korrekt. Mhm. Und erstmal gar nichts. Ja, das Feld hat sich sehr auseinandergezogen. So, da hat mich aber Erik überholt. Ja. Irgendwo. Irgendwie. Ja, Und ich glaube in dieser Halsenkombination. Ja gut, da war der natürlich mit der 6er Nova sehr flink unterwegs. Ja. Da kommt Bram schon im Anflug hinter dir her, ne? Ja, kann er machen. Letzte Runde nochmal alles zusammenkriegen. Oh, da sieht man richtig, wie die 1 richtig am Arbeiten ist. Die letzten Meter für Elias. Wieder top Ja. gefahren. Da springt er wieder noch über die Bucke. Dahinter meinerseits. Ja, Ist Martin mit dem 1. Tube Kite, er muss auch keine extra Runde mehr fahren. Genau, Hat er Glück auch, gehabt. auch geschafft. Und da kommt meinerseits auf Platz 2. Ja. Gefolgt von... Da kommt da auf dem 3. Platz Just. Erik. Erik Ja, dahinter der kam und später. deinerseits. Ja, Ja. Du auf 2, ich auf 4. könnte So. besser sein. So weit, so gut. Soweit, so gut.